Wir gehen jetzt auf 70.000 Kubikmeter Wasser, die eigentlich für die Fernwärmeversorgung in Dronninglund zur Verfügung gestellt wird. Der PITES ist das Herzstück in ein großes erneuerbares Energiesystem. PITES bedeutet Pit Thermal Energy Storage. Sie sorgt dafür, dass Energie eingespeist werden kann, wenn der Herstellungspreis so billig wie möglich ist, und dass die Wärme, wenn das erfordert ist, in den Fernwärmesystem bereitgestellt werden kann. Wir haben ein großes Loch mit Wasser gefüllt. Hier sind dann Folie und obendrauf haben wir dann eine Folie. Das Innenleben und das Wasser kriegen wir von Diffusoren raus und damit haben wir eigentlich eine wohl funktionierende Speicher. Die Decke selber ist so aufgebaut, dass wir unten diese diffusionsoffene Folie haben. Dann haben wir ungefähr einen halben Meter mit Isolierung, der dafür sorgt, dass die Wärme nicht verschwindet. Und obendrauf haben wir dann Kieselsteine eingebaut. Wenn wir einen PITES bauen, muss die Wärme in den PITES 4 bis 6 Mal pro Jahr eingespeist werden, um die Kosten für den Speicher zu verteilen. Wenn man Strom in den PITES einfüttern, muss man sorgen dafür, dass man die billigstmögliche Energiequelle nutzen. Im Frühling und Herbst gibt es viel Wind und da ist der Strompreis oft sehr günstig, sogar negativ, sodass man Geld dafür kriegt, Strom abzunehmen. Die Wärme, die in den Speicher eingefüttert wird, kommt immer auf die oberste Ebene und das muss immer auf eine Temperatur sein, die man sofort in den Fernwärmenetz nutzen kann. Ungefähr 50% die Wärme wird verbraucht zwischen Mitte November und Anfang März. Und dafür muss man den Speicher zweimal, vielleicht dreimal in dieser Periode dann auffüllen und das läuft durch die Wärmepumpe. Wenn man eine Wärmepumpe einsetzt, ist die Wärmepumpe sowohl Wasser wie Luftwasser. In der Hintergrund sieht man hier die Luftaufnehmer, aber unten haben wir dann die Wärmepumpe, die dann dafür sorgt, dass den unteren Temperaturbereich der Speicher runtergekühlt wird bis 5 oder 10 Grad. Mit dieser Abkühlung haben wir sichergestellt, dass die Wärmepumpe einen sehr hohen COP-Wert beim Abkühlungsprozess haben und damit sorgt man dafür, dass der Gesamtwärmegestehungskosten nach unten gehalten wird. Wenn der Billigstrom da ist, nutzt man dann den Luft-Wasser-Teil, die Wärmepumpe und hat dadurch auch eine billige Wärme in den PITES reingefüttert. Hier in Dronninglund ist die Stadt ungefähr 3 Kilometer in die Richtung und die Solaranlage ist ungefähr 300 Meter in die gleiche Richtung, aber hat diese Entfernung von den PITES. Andere Energiequellen wie Biogas oder eine Abfallwärmequelle vom Industrieprozess kann auch genutzt werden und braucht auch nicht in der unmittelbaren Nähe zu liegen. Damit ist sichergestellt, dass man die 5 Zyklen circa pro Jahr haben kann und damit kann man auch die günstige Wärmegestehungskosten darstellen.